Und dann höre ich plötzlich ein Seufzen und sie sagen, ach, Herr Finkelgrün, am Ende wird Europa Sie immer verraten. Die Erinnerung an diesen Satz in diesem Moment war enorm, hatte das Gefühl einer Bombe, die die Angst wieder ganz massiv hoch. Es gibt auch Tage, da habe ich so viel Angst, dass ich einfach das Haus nicht verlasse. Wir reden ja heute ein bisschen über das Thema Antisemitismus. Ich habe ja auch so ein paar Karten bekommen mit den Fragen. Was sind die einprägsamsten Erlebnisse antisemitischer Anfeindungen, die du erlebt hast? Tja, jetzt haben wir beide. Jetzt stricke ich erstmal. Ja, jetzt strickst du. Ja, mir fällt ein, dass meine erste Konfrontation mit deutschem Nachkriegsantisemitismus tatsächlich 1959, kurz nachdem wir nach Deutschland kamen, stattfand. In Köln wurde damals die Kölner Synagoge am 24. Dezember beschmiert von Antisemiten. Das machte Weltschlagzeilen und der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer war am nächsten Abend im Fernsehen und ließ seine Rede von Stapel. Wenn ich mir vorstelle, heute würde der Bundeskanzler bei jeder antisemitischen Schwiererei, der wäre dauerbeschäftigt im Fernsehen. Ich habe dann auch sehr schnell noch die Reste der 50er Jahre Deutschland mitbekommen. Also die Tatsache, dass in allen möglichen Ämtern und Behörden und politischen ehemalige Nazis saßen, bis hin zu Verbrechern. Also es gab tatsächlich Verbrecher im ersten deutschen Kabinett. Ja, ja. Ne? Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Es schwang immer mit irgendwo. Ja. Man muss ja aufpassen. Ja. Da habe ich gar nicht so Geschichten in der Form. Ich bin ja auf der Straße für Menschen nicht als Jüdin zu erkennen. Deswegen das meiste, was ich erlebe, findet im Internet statt. Das ist ja jetzt eine ganze... Kein guter Ort. Genau, ein ganz neues Pflaster, was sich da aufgetan hat. Und dadurch, dass ich so das ein oder andere Interview, das ein oder andere Videoformat mitgemacht habe, wenn es eine öffentliche Kommentarspalte gibt, dann kann man da wirklich nicht reinschauen. Also ich schaue da nicht rein. Es ist wirklich ganz, ganz furchtbar, aber es ist natürlich nicht vergleichbar. Es ist anders schlimm. Ja. Haben sich die Anfeindungen bzw. der Antisemitismus über die Jahre verändert? Da kannst du bestimmt viel zu sagen. Ja, ganz einfach. Also ich sag mal, in den 50er Jahren waren es noch die Reste des brutalen Antisemitismus. Also das Sondern an die Tür, euch hat man vergessen zu vergasen und solche Geschichten. Das wird man heute nicht mehr so erleben. Heute hat es der anti-israelische Grundhaltung hat sich reingeschlichen und den Part übernommen. Und das klingt dann erstmal weniger brutal, ist dann auch noch oft verkleidet in wohlmeinendem Friedensgetöse. Also da hat sich schon einiges verändert. Und es ist heute ein viel größerer Gebrauch dieser Standardfloskeln, Ostküste, Bankensystem und so weiter. Das läuft anders. Ja, ich würde auch sagen, es gibt so eine Art von ganz klug formuliertem Antisemitismus, dass man sowohl bedacht nichts sagt, was man nicht sagen darf. Ja. Ich glaube, es gibt trotzdem auch noch Menschen, die ganz klar, ganz so straight, gerade raus, brutal antisemitisch sind. Antisemitismus gibt es für mich einfach irgendwie ja immer schon. Es kommen nur einfach neue Formen dazu und zum Beispiel eben durch das Internet, durch soziale Medien haben sich natürlich ganz andere Art und Weisen, Dinge zu verbreiten. Dann kommt diese Anonymität dazu und dass die Leute auch irgendwie viel skrupelloser sind und irgendwie, einfach so im Internet kann man alles rausschreien und niemand weiß, wer ich bin. Und das ist einfach eine ganz neue Form, die man nicht unterschätzen sollte. Gibt es Orte, die du meidest oder früher gemieden hast? Ja, in den letzten Monaten meide ich, soweit es geht, öffentliche Orte. Nach dem 7. Oktober, weil ich vermeiden will, was ich vorher zur Genüge kannte.
das berühmte Aber. Dann sagen Leute einem, also wir sind ja für Israel, und dann kommt das Aber. Und wenn ich das Aber höre, ist schon Schluss, weil ich weiß, was danach kommt. Irgendwie würde ich sagen, also zum einen als Frau meide ich sowieso die Nacht, ja. Die Straßen in der Nacht. Aber natürlich nicht immer, weil ich möchte ja auch mal unterwegs sein oder irgendwo hingehen. Das große Thema, was mitschwingt, ist natürlich Angst. Und dann kommt natürlich immer vom Gegenüber die Frage, ja, also, oder der Vorwurf fast schon, ist überhaupt diese Angst berechtigt? Und ich habe jetzt erst neu gelernt, dass es überhaupt gar keine Rolle spielt, ob meine Angst darauf basiert, dass schon mal was passiert ist, ob meine Angst darauf basiert, dass etwas passieren könnte oder wird, sondern dass es einfach reicht, dass ich sage, ich habe keine Lust, mich mit Angst durch die Gegend zu bewegen. Ich bin mit meinem Enkel nach Shanghai geflogen. Ich wollte ihm das ehemalige Ghettoviertel Hongqiu zeigen. Und ich wollte noch mal durch die Gassen schlängeln, weil ich hatte in Erinnerung eine Tür und das Eisengitter in Form eines Davidsterns. Es war fahles Licht, schmale Gassen. Plötzlich steht eine junge Frau vor mir, macht so, you are Jewish. Und nachher habe ich dem David, das ist mein Enkel, gesagt, weißt du, wenn ich diese Situation in Köln erlebe, würde ich mich ganz anders erschrecken. Hier ist das völlig klar. Ja. Also genau das. Ja, stimmt. Am 7. Oktober 1923 wurde Israel angegriffen. Ist es für dich eine Zeitenwende? Ja, also was ich ja schon gezeigt habe mit meinem Strickzeug, ich glaube, das ist so eine 180-Grad-Wende. Also ich muss meinen Alltag irgendwie komplett umstricken. Ich studiere jüdische Theologie, ich mache diese Ausbildung, ich mache Ehrenämter, die mit Judentum zu tun haben, meine Beziehung, meine Familie. Bei mir hat alles mit Judentum zu tun. Und es ist eben das Normalste der Welt, als Studentin auf Zugfahrten sich für die Uni vorzubereiten, in der Bahn was für die Uni zu lesen. Und bei mir ist alles über Judentum oder hebräische Buchstaben tauchen auf und. Und dazu kommen 1000 Gegenstände, die mir dann eingefallen sind. Ganz klassisch ist ja, ich trage auch keine Davidsternkette im Moment mehr oder Ohrringe. Dann habe ich von irgendwelchen Konferenzen, da bekommt man dann eine Trinkflasche, da ist irgendein Logo drauf. Dann gibt es irgendwie, ich habe einen Kugelschreiber vom Zentralrat der Juden und einen Schlüsselanhänger und Jutebeutel. Und es sind tausende Sachen, die ich alle aussortiert habe, weil ich dachte, dass das Thema Angst eben wieder. Ich gehe das Risiko nicht ein. Ich kenne zu viele furchtbare Geschichten und ich möchte im Moment in der Öffentlichkeit nicht durch irgendwas von irgendwem als Jüdin erkannt werden. Und das ist krass. Ja, ich muss sagen, seit dem 7. Oktober gucke ich jeden Tag zwischen 2 bis 6 Stunden israelisches Fernsehen. Dieses Gefühl, Zeitenwende war sofort da. Es sind 2 Felder. Einmal das, was vor Ort tatsächlich passiert. Und das zweite Feld ist die Angst, wie geht die Welt mit uns um? Mir fiel ein Gespräch, das ich mit einer deutschen Politikerin hatte, die ich in Israel eine Woche lang begleitet habe. Und bei irgendeiner langen Fahrt hatten wir ein langes Gespräch über Europa und ich war begeistert, Europäische Union und. Und dann höre ich plötzlich ein Seufzen und sie sagt, ach, Herr Finkelgrün, am Ende wird Europa Sie immer verraten. Die Erinnerung an diesen Satz in diesem Moment war enorm, hatte das Gefühl einer Bombe, die die Angst wieder ganz massiv hochholt. Und dann war die Erinnerung, ich gehe aus dem Wohnhaus raus, auch in den ersten Tagen, 9., 10., 11. Und ich höre, wie eine Frau einer anderen sagt, das ist ja furchtbar, was da geschieht, aber jetzt müssen die aufpassen, dass sie nicht. Und dieses Aber war schon wieder, zog in eine andere Richtung. Das Ergebnis war, dass ich seitdem vermeide, möglichst in die Öffentlichkeit zu gehen, um keine Sprachfetzen zu hören, die mich stören und ängstigen. So ist es, ja. Wie fühlst du dich angesichts der aktuellen politischen Entwicklung und dem Erstarken von rechten Parteien und Populismus? Rechte Parteien und Stimmen und Gruppen sind stark und groß. Und ich sehe auch die andere Seite von Menschen, die aktiv sich dagegen einsetzen. Aber ich frage mich dann doch immer wieder, ist es genug und sind die stark genug und sind es genug? Das ist auch
beängstigend, wie ich finde. Ja, die andere Seite ist, dass ich tatsächlich politisch und gesellschaftlich in diesem Land auch positiv wahrnehme. So den warnenden Finger, wir müssen aufpassen, dass das nicht wieder passiert. Ja. Also das gibt es auch. Fühlst du dich noch sicher in Deutschland als Jude? Hast du dich jemals sicher gefühlt? Spürst du Solidarität oder eher das Gegenteil? Tja, es ist immer beides da. Es ist immer beides da. Also ich habe immer wieder auch die positive Erfahrung von Solidarität und Akzeptanz geführt. Dann, wie Fieberkurven, kommt immer auch das andere irgendwann hoch. Und was sehr schwer zu vermitteln ist tatsächlich das Gefühl der Grundangst, dass wenn irgendwo ein falscher Ton kommt oder irgendwas, dann merkt man, wie tief das sitzt. Ja, ich würde auch sagen, es wechselt. Also an vielen Tagen bin ich sehr motiviert, weil ich habe mir diesen Beruf ausgewählt. Ich möchte in Deutschland arbeiten, ich möchte mit jüdischen Menschen in Deutschland arbeiten, ich möchte hier nicht weggehen. Aber da gibt es tatsächlich ein Aber, weil es könnte sich halt auch ändern von heute auf morgen. Und es gibt auch Tage, da habe ich so viel Angst, dass ich einfach das Haus nicht verlasse. Und da ist halt wieder das Gefühl der Angst. Ja, ist kein Wunder. Ja. Hier ist eine Frage an mich, warum ich entschieden habe, Rabbinerin zu werden. Man muss dann auch den Mund aufmachen. Ja. Du musst gar nicht dich irgendwie positionieren oder irgendwas rechtfertigen, irgendwas erzählen. Einfach nur sagen, ich bekomme das mit, ich denke an euch und klopft bei mir an die Tür.